Okay. Aha. Wie weit denkst du, dass Ägypten überhaupt kommt in der Weltmeisterschaft? Eine Was denkst Frage? du denn? Das ist eine Frage. Ähm, Okay. aber ja, Denken Sie, dass Omar Mamouche und Mo Salah würden die Weltmeisterschaft gewinnen? Es ist schwierig. Do you think that Mo Salah or Omar Mamouche will get somewhere to the World Cup and maybe they will win the World Cup? Oh, difficult question. Denkst du, dass Omar Mamouche und Mo Salah würden die Weltmeisterschaft überhaupt gewinnen? Dieses Jahr? Ja, 2026. محمد صلاح ومرموش هيجيبوا لنا كاس العالم من امريكا السنه دي ولا لا؟ نزلنا الشارع هنا في المانيا عشان نسالهم من الاخر الفراعنه هيجيبوا المونديال وهم راجعين من امريكا ولا لا؟ Also, wir haben eine kurze Frage, ja? Ja. Denken Sie, dass Omar Mamouche und Mo Salah würden die Weltmeisterschaft gewinnen? Es ist schwierig. Ich glaube, die beiden sind ganz gut, Ja. aber der Rest vom Team, ich glaube, der ist ein bisschen zu schwach, um die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Okay, dann was denken Sie, wenn wir sagen zum Beispiel, wie weit überhaupt Ägypten Ja. in Weltmeisterschaft kommt? Also die Vorrunde werden sie auf jeden Fall überstehen. Okay. Die nächste Runde werden sie auch noch überstehen. Ich denke so Achtelfinale, Achtelfinale schon? Ja, glaube Wow, schon. Glaub ich schon. das finde ich schon, Ja. also Ägypter Optimistik. Ja, echt so, ne? Trau ich euch zu, auf jeden Fall. Okay, Doch. das freut mich. Ja, doch, dass die glaub ich Leute so schon. denken. Ja, Das ist gut. ja. Aber können Sie vielleicht ein paar von Ägypten erwähnen, außer Mo und Also ich Mamouche, oder kennst du nicht? kenne eigentlich nur die beiden, muss Ja? ich jetzt sagen. Von früher kenne ich noch Hani Ramsi. Oh, Hani Ramsi, ja, Ja, stimmt. klar, Ja, ja. ganz bekannt. Und Ja. es gibt auch einen bekannt hier in Deutschland war. Er war bei Dortmund. Bei Dortmund, oh, ich muss gerade überlegen. Muss mir weiterhelfen. Zidane. Ah ja, Zidane. Mohamed Stimmt, Zidane stimmt. heißt er. Ja. Der war auch, also der in Ägypten, lass uns sagen, dass jeder denkt, dass er die nächste Mo Salah, wenn er weiter. Wenn er weitergespielt hätte. Ja, Ja, ja. Das ist richtig cool. ja. Nee, aber den kenne ich. Ja gut, ich kenne ja von Dortmund, klar. Okay, gut. Hani Ramsi, Sami Ibrahim kenne ich noch von früher. Kaiserslautern. Der schaut richtig Fußball, muss ich sagen. Jetzt. Genau, schon gut. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück. Ich wünsche es selber auch. Ja, Ja, also gucken wir mal, was passiert am ich bin Ende. gespannt, wie es aussieht. Super, wird freut gut. mich. Vielen Dank. Gerne. Okay, super. Dankeschön. So, quick question. Do you think that Mo Salah or Omar Mamouche will get somewhere to the World Cup and maybe they will win the World Cup? oh, difficult question. To be honest, I don't think so. Okay. I'm rooting for my national team, and Which one? it's Mexico Oh playing at home. boy. So I have hopes on them. You know, it's difficult, but I have hopes. Okay. Yes. I mean, I don't think it's difficult. Mexico is very good, actually. Yeah, we have the home support. Yeah, yeah. So That's a point also. yeah, they should go the extra mile. No? Okay. Do you want to answer that question also? What do you think? I mean, I'm rooting for the German team. So, but yeah, the last World Cups were quite hard for us. Okay. So I'm hoping it will be getting Get better. somewhere. Get somewhere. But do you really believe that the German team will do something this year? Like, being honest? Take your time. Take your time. That's okay. In my heart, I hope so. I hope so. Okay. Yeah. But what do you think, like, based on qualifications of this year? Yeah. That's- I haven't watched that frequently because due to several reasons I stopped watching football a lot. But Okay. now with the World Cup, You're coming back I slowly. come back and then I have to stay a bit true to my roots. But what do you think about, like, World Cup of? I mean, let's put it more Yeah. specifically. What do you think about Mo Salah and Mamouche? Do you really think they can add value to the Egyptian team, or that, or überhaupt, like, they can even get somewhere in Egypt as an Egypt national team? Yeah, it's quite hard because I haven't seen a lot of Egypt games Okay. or matches. So I mean, Mo Salah, I mean, I know him from Liverpool and so on. Okay. There he was very, very good, but I haven't looked or watched football in a long time. What about Marmouche? He was here in Frankfurt. I don't know him. Omar Marmouche. No. He was in Frankfurt, Eintracht Frankfurt. Yeah, Then you stopped football since long time. Yeah, yeah. He was the football scorer actually for German
league. Maybe I heard of him, but Yeah, I'm not that interested he made in a Eintracht quiet Frankfurt. reputation in Yeah. Germany, honestly. So both of them are. I mean, Omar Mouche now is playing in Manchester City. Okay. So he's I think the one I competing with heard about Haaland. his about the deal that he went over there, but Okay. yeah. Then it goes to the second question from my side. How far do you think the Egyptian team can reach in the World Cup 2026 in America? How far? Like, do you think the groups, the round, which round? Just give an estimation based on your understanding. Yeah, to be honest, I haven't seen the group in which Egypt is playing, but for sure I know Mo Salah, and yeah, Egypt is could be a dark horse, they say. So yeah, I think it will probably pass the group stage, and yeah, it's a fierce competition. So at least the group stage, I would say. Okay. So you really think that Egypt will just pass the group stage and will stop there? Yes, that's my Okay, that's your expectation. expectation. No, what about? I know you took a pause from football, but the question is like, what do you think? Like, based on your any understanding of the history of Egypt. I think it might be possible that they might proceed to Just guess. to the 16th finale, I guess, right? Yeah, 16 round. So past the group. I think that might be a bit easier this year. I don't know which. I just checked because we do kick tip at work. So, but I forgot who's in the group. But I guess you might be. I mean, in the group is Iran and Russia and Belgium. Oh, It's a quite hard one. then you won't pass the group. You won't pass the group. You won't pass the group, no. What about you now? After you they know the won't, groups, yeah. can you give him the mic? I would say Belgium first Okay. on the first place, and then Egypt on the second. So, Egypt the second. Yes. Okay, I like this guy. At least he's expecting the groups to be passing. That's not bad. I would say because it's You need to give him because it's Russia, and they were quite strong in the past, or maybe quite Who's the first, strong who's the second? opponents. Belgium first, maybe Russia second. Russia second. Okay, we're just like a few days from there, so let's see how it goes. Yeah. All right, I appreciate it. So, last question for you guys both. Do you know any other players from Egypt except Mo Salah or Marmoush? Have you heard about any other names that you know that No. are Egyptians or used to be? To be honest, I don't know the names. I have seen Egypt played, maybe in the past years, also in the international competitions. Okay. But any other Egyptian players? But I don't know other worldwide? Egyptian players, Okay. to be honest. How about you, Mr. Deutsch? I'm feeling so bad, so ignorant. I'm sorry. No, I don't know any other players. Maybe if I check the roster again, then it might be easier for me to remember. No, I saw them and Okay. them, but no. Okay. To be honest, But- no. Sorry. This is a question actually out of the video from my script even, but this is just out of curiosity. Have you guys met any Egyptians before? Like, do you have any friends So from Egypt? I work in the company with some colleagues of Egypt, Oh, okay. right, in Cairo. So I haven't been to Egypt. I know some people from Egypt. Okay. Very quite nice people, right? Okay. And yeah, Just interesting. Yeah. I can say now that Mexico is hosting the World Cup, I don't know if they will play eventually in Mexico, but I hope that the Egyptians feel welcome in Mexico. Have you met Egyptians before? I met Egyptians before as well because of work. So Okay. we both work in very international companies. So Is it like an IT thing, you guys? Your field? no Chemicals. chemicals Ah, okay. and That's also dominant in Cairo. That's true. Yeah. Okay. Hi. So, quick question: do you think that Mo Salah will get the World Cup? Do we think who will get the World Cup? Mo Salah, Mohamed Salah, Well, I don't know Musala. from Liverpool. You don't know him? No, don't know him. Oh, you guys not familiar with football? No. Oh, like, do you follow more about, let's say, so let's put it that way. Yeah. What do you? Algeria? No, actually Egypt. But it's okay. That's, So what do we think? who you think will get the World Cup? Well, I've got an Egyptian coworker, so You're gonna have to go with go Egypt. Egypt. Go Egypt? Yeah, go Egypt. Okay, good. Then we get it. Thanks, man. Yeah. Appreciate it. Ciao. Ciao. Hi, also dann kurze Frage. Denkst du, dass Omar Marmoush und Mo Salah würden die Weltmeisterschaft überhaupt gewinnen? Dieses Jahr? Ja, 2026?
Salah ist ein bisschen aus der Prime raus, glaube ich. Okay. Aber ich glaube, die zwei jetzt nicht zu zweit. Ich glaube, die haben jetzt in der Breite nicht genug Kader, um da ganz oben mitspielen zu können. Okay. Ich glaube, am Ende wird es Frankreich oder Spanien. Okay, also Ägypten ist komplett raus. Was heißt raus? Ich glaube jetzt nicht, dass sie über Viertelfinale da irgendwie... Okay. Ich glaube, also das sind außergewöhnlich gute Spieler. Okay. Wer sich in der Premier League so durchsetzen kann, also wirklich mein Respekt. Und auch Mamouche, was er hier gezeigt hat in Frankfurt, war natürlich krass. Ja, absurd. Also doch, ich glaube, die haben jetzt nicht wie Frankreich, wie Spanien 24 Spieler, 26 Spieler, die da irgendwie auf dem Niveau mithalten können. Ich glaube, wenn die noch 3, 4 mehr von dem Format hätten, wäre das vielleicht schon mal eine Überraschung. Okay, Ja. okay. Dann kommt die nächste Frage. Das heißt, okay, also das Ägypten, lass uns sagen zum Beispiel, welche Gruppe denkst du schon, dass werden die raus? Oder wie oft oder wie weit können die kommen Ich überhaupt? glaube, dieses Jahr kommen wir relativ viel aus der Gruppe weiter. Das heißt, also da sehe ich kein Problem. Auch Sechtelfinale gut machbar. Ich glaube, dann ist die Frage, wer kommt. Immer so ein bisschen. Den Turnierbaum habe ich nicht so ganz offen. Also die sind gerade Auf dem jetzt Schirm? mit Iran, Ja. mit Russia Ja. und Russland und mit Belgien. Okay, Also Belgien. ja, dann wahrscheinlich Belgien, Gruppenerster. Und das zweite? Ägypten könnte Gruppenzweiter werden. Okay. Drück die Daumen. Nee, genau, ich glaube. Muss nicht, also einfach Ja, ganz Iran, normal. Iran und Russland sehe ich nicht so stark. Okay. Gerade Iran, ich meine, die haben noch. Wer ist du? Ah, Russland meinst du, okay. Ich meine, Belgien sehe ich als Platz 1. Ja, Genau. das sieht jeder wahrscheinlich. Ja, genau. Ich glaube, Iran jetzt, dadurch, dass sie jetzt in Mexiko auch sind und dann immer rüberfahren müssen, ich glaube, das ist hart, körperlich, psychisch. Ja. Wenn es gut läuft, spielt Ägypten um Platz 2 gegen Russland, glaube Okay. ich. Und dann Und wie weit dann nachher? Also das ist nur, einfach nur die Sechstelfinale gewinnen sie und dann Achtelfinale, je nachdem wer kommt. Ich glaube, dann wird es hart. Vielleicht, Okay. wenn es gut läuft, ins Viertelfinale. Okay, das Ja, ist optimistisch ja. schon. Das ist Achtelfinale, das ist gut. Achtelfinale hatte ich für realistisch. Okay, Achtelfinale. Ja, also dass die 16. Aber nicht, Finale noch. nicht weiter als Achtelfinale. Genau, dass die 16. Finale gewinnen und Achtelfinale verlieren. Ich glaube, das ist realistisch. Okay, und darf Ja. ich dich fragen dann? Das Also, das wenn du Gleiche. Fußball kennt, dann, Ja, schon ein bisschen. dann im Mikrofon. Das braucht sie das auch. Dann, Ja, Okay, aha. wie weit denkst du, dass Ägypten überhaupt kommt in der Weltmeisterschaft? Also ich habe jetzt gerade schon ein bisschen mitgehört, Okay. wer auch mit in der Gruppe ist. Und auch ich denke, dass Belgien Gruppenerster wird und dann Okay. bestenfalls Ägypten auf dem zweiten Platz. Okay. Aber ja, auch ich würde es einfach so einschätzen, dass es total Ja. drauf ankommt, wer dann in den anderen Gruppen weiterkommt und auf wen man trifft und so weiter. Okay. Weil halt einfach jetzt natürlich auch sehr viele Mannschaften, die man vielleicht auch bei einer Weltmeisterschaft nicht unbedingt erwartet hätte, dabei sind. Okay. Ja, und deswegen Wie? kann man natürlich auch Wie? Glück haben. Wie? Wie welches Land zum Beispiel? Also es sind ja schon viele, ja, genau, sowas. Haiti, Curaçao, einfach sehr kleine Länder, die normalerweise einfach bei so einem Turnier nicht unbedingt dabei gewesen wären. Aber wie weit jetzt, erwartest du, dass Ägypten überhaupt kommt in diese Weltmeisterschaft? ja, wahrscheinlich auch so Achtelfinale. Achtelfinale, ja, okay. Also ja. stimmt so auch zu. Ja, ich stimme dazu. Aha. Okay. Aha. Okay, freut mich. Ah, Dann aha. kommt hier eine Was Frage. denkst du denn? Das ist eine Frage. Oder was hoffst du? Ja. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass überhaupt Ägypten zum Beispiel richtig die Meisterschaft überhaupt gewinnt. Aber ich meine, ich glaube, es ist schwierig überhaupt, weil wir hatten richtig lange, über mehr als 30 Jahre überhaupt erwartet, dass Ägypten in Weltmeisterschaft kommt. Und dann kommt mit Mo Salah, das war wow, mega Story in Ägypten, jeder kennt das schon. Jetzt ist Ägypten ganz anders. Ne? Also du hast Omar Mamouche, du hast Mo Salah, früher hatten wir das nicht. Ja. Hast du, Guter also Jahrgang. ich weiß nicht, ob du das kennst, aber Trezeguet zum Beispiel. Ja. Also es gibt viele. Und jetzt kommt dieser neue von Barcelona, dieser Junge, 19 Jahre alt, Hazem Abdelkrim heißt er, das ist ganz neu, ist in Barcelona. Okay. Das Ist er schon in der Jugend dahin gekommen? Ist Oder? in die 19, Okay, also unter Und davor in 19. Ägypten aber gespielt? Ja, und jetzt Okay. haben die einfach Aha. geholt für die Weltmeisterschaft. Also es ist richtig interessant, Gut für Ägypten. wie Ägypten überhaupt jetzt kommt im Fußball. Ja. Das ist, wir waren früher im Handball. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja. Wir sind die World Cup Ja, People. ja.
Wir haben immer Deutschland richtig Ja, am Ende. hat schwer getan. Ja, genau, stimmt. Und auf jeden Fall, jeder hat einfach das Traum, dass Ägypten irgendwann was schaffen kann, wie zum Beispiel Marokko, was die gemacht haben. Jetzt Afrika. Ich kann mir, also realistisch, wie wir gespielt haben, zum Beispiel in die Friendly Match vor ein paar Tagen, glaube ich, ja auch vielleicht Achtelfinale. Also wenn Gruppe wir sollten, richtig glücklich genau, also sind. wenn Iran Vierter wird, dann sind, glaube ich, die Chancen schon ganz gut, dass sie weiterkommen. Guter Ja, Gruppendritter. und Iran hat auch überhaupt schwierige Situation jetzt gerade. Total, ne? total. Also mentally wise, Ja, das ist ja. schon schwierig. auf Und dann jeden auch die Fall. Anfahrten zu den Stadien aus Mexiko raus. Und wieder kann zurück. das auch ganz anders sein. Ne? Ja. Also es kann sein zum Beispiel dann schon Motivation Point. Ja. Hey, wir machen das. Ja, jetzt erst recht. Ja, genau. Das ist Ja. einfach ein Kampf. Ja. Schaffen wir das? Hey, Männer, mach, Ja. das Ja. kann sein. Also. Ja, und auch bei Russland bin ich Das gespannt. selber. Ich meine, Ja. Ich glaube, Russland ist Ja. überhaupt kein Problem. Ja. Also wie die schon waren, ja, glaube die schaffen, also wenn die das schon Ja. zum Beispiel, ne, also wie Ja. letztes Weltmeisterschaft überhaupt nochmal spielen, dann ich glaube, die sind schon im Händen. da sind aber auch schon ein paar gute Jahrgänge bei Russland, die jetzt nicht mehr dabei sind. Also Ja, Akifev, Aschawin, so. es ist tatsächlich schwierig, jetzt alles zum Ja. überhaupt richtig nachdenken, Ja, ja, aber ja. ich meine, dass am Ende des Tages, du hast auf jeden Fall richtig komplizierte Situation, gerade auch weltweit, Ja. hast ein Land Ja. in die Ausrichterland, Gruppe, ja. weiß Iran nicht, noch, wie ja. es läuft überhaupt, ob das zum Beispiel hilft positiv oder wird das auch überhaupt negativ, keine Ja. Ahnung. Ja. Aber wenn ich gucke mal einfach unser Team, ja, Ägypten, du hast Musalah, so, aber am Ende des Tages auch, keine Ahnung, Ja. Achtelfinale, when we are Drück die lucky, Daumen. to be honest. ja. Ja, wir drücken die Daumen. Dann letzte Frage für euch beide. Aha. Kennt ihr überhaupt eine andere Ägypter Fußballspieler, der hier war in Deutschland oder nicht oder weltweit, oder ist egal, aber einfach jemand anderen? Weil es gibt ein paar berühmte auch Ja. Ägypter, die hier in kennen Deutschland waren. könnte. das ist Okay. Ja. Ich weiß nicht, ob dir das folgt, deswegen, das ist die Frage. Mir fällt gerade keiner ein. Ist halt Hat jemand hier in manchmal Deutschland gespielt? Ja, sonst ja, noch? und er war richtig, boah, in ein Dortmund. In ein Dortmund? Tipp, ein Tipp. In Dortmund war er. Wie lange her ungefähr? So eher 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre? glaube ich. 10 Jahre. Weniger, maybe, keine Ahnung. Aber ja, 10, Damals, 9, da war ich sowas. ja noch nicht. Dortmund-Fan. Aber in Weiß ich, Dortmund, weiß nicht. Zidane. Mohammed Ja, Zidane. ja, mit der Glatze. Ja, genau, Ja, der ist Ja, Ägypter. ja. Ach ja. Ja, der ist Ägypter. Und Omar Mouche kennt ihr auf jeden Ja, Fall Omar auch. Mouche, ja. Und jemand auch, aber das ist richtig früh. Ich weiß nicht, wie alt seid ihr jetzt. Wir sind jetzt 28. Hani Ramzi? Sagt ihr was? Wie heißt er? Hani Ramzi? Nee, sag mal nichts. Da musst du googeln. Okay. Der war richtig auch Okay. krass hier in Okay. Deutschland. Ja, aber das war früher auch von meiner Seite so. Ja. Ich ja. bin 36, Ah, okay. Ja. aber habe ich vielleicht die letzten 1 oder 2 Jahre von ihm erlebt. Okay. Wer war sonst noch? Gibt es da noch ein, zwei? Hani Ramzi, ich glaube, war auch früher Also vielleicht als ist nicht er, aber irgendwas, ich- jemand, der in England gespielt hat? In England oder Ja. hier meinst du? In England? Deutschland? Ach so, ja, das war Higazi, Ja. Higazi und es gibt viele in England Okay. überhaupt. Ja, und es gibt auch Mohammadi, also es gibt viele, Mhm, okay. aber die nicht Musalah, was ich meine? Ja. Also die das ist haben auch- gespielt, So viel Musalah aber gibt es was, auch nicht. was der Musalah gemacht hat, ist auch Ja. richtig besonders. Ich ne? meine, ja, der hat bei Liverpool prägende Figur über Jahre. Ja, also, das war ganz anders. Ja. das ist auch. Okay, freut mich. Wie denkt ihr überhaupt, dass Deutschland weiterkommt? Soll ich anfangen? Ja, fang ruhig an. Ich glaube, wir gehen als Gruppenerster raus. Weil die Gruppe jetzt auch nicht so super. Ja, Ecuador ist stark. Ich glaube trotzdem, wir werden Erster. Wer spielt mit Ähm, mit Deutschland? Ecuador, Deutschland, Elfenbeinküste und Curaçao. Ja. Okay. Ecuador hat eine ganz gute Verteidigung, aber das sollte Gruppenerster Lucky Group, sollte ja. drin sein. Ja. Und dann glaube ich, wenn wir Erster werden und Frankreich Erster wird, dann kommt im Viertelfinale Frankreich. Boah. Und ich glaube, Sechzehntelfinale gewinnen wir, ich glaube Frankreich Achtelfinale ist gewinnen wir schwierig, und dann verlieren wir gegen Frankreich. Okay. Die sind zu stark. Ja, Ich weiß Frankreich nicht. hat Also wenn wir gegen Frankreich spielen. zu guten Kader. Ich hab, Ja. eine Vermutung wäre, dass man taktisch nicht Gruppenerster wird, um Okay. nicht auf Frankreich zu treffen.
Aber das ist halt, Okay, ja, interessant. wäre ein riskantes Spiel, sag ich mal. Aber es heißt Finale oder nicht Finale, aber es ist egal. Ohne Deutschland. Ohne Frankreich, oder? Ich glaube, dieses Jahr geht nichts an Frankreich und Spanien vorbei. Ich glaube, die okay. beiden, ja. Ja. Aber jeder denkt überhaupt nach Spanien jetzt. Ja, ne? ich glaube Spanien, Frankreich. Also Spanien ist ja, Echt, aber Europameister? jeder denkt Spanien. die sind halt Europameister. Oh, Frankreich. Okay. Frankreich ist stark. Ja. Und danach, vielleicht spielt England noch eine kleine Rolle, aber das war's dann auch. Deutschland. Wenn ich fragen mal darf, dann warum nicht? Warum denkt ihr überhaupt, dass Deutschland nicht so weit kommt? Was ist das Magst du Problem anfangen? überhaupt? Weil die Leistung zu inkonsistent ist. Also es ist einfach zu schwankend, auch über das Spiel hinweg. Also es ist ja noch nicht mal mehr, dass man sagt, okay, je Wir nachdem, haben nicht gegen nur wen gute sie Spiele. spielen, Ja. sondern auch wenn sie eigentlich gegen vermeintlich schwache Gegner spielen, passieren halt Dinge, also die dann Ja. zu unsicher sind. Genau, das ist das eine. Das zweite ist, unser Kader ist einfach nicht so stark wie der von Frankreich, von England, von Kommt noch Spanien. dazu. Und es ist aber dann halt auch gleichzeitig nicht unbedingt so eine Mannschaft, wo man sagt, okay, es sind zwar jetzt nicht Ja. unbedingt diese Einzelperformer, aber halt auch in der Konstellation ist es jetzt nicht so harmonisch und irgendwie so eingespielt, dass man sagt, okay, aber als Mannschaft können sie alles schaffen. Glaube ich nicht. Dann, Nagelsmann hat jetzt beim Nominieren noch 1, 2 Entscheidungen getroffen, die ich nicht nachvollziehen kann. Manuel Neuer. Manuel Neuer, genau. Unruhe ins Team gebracht. Unnötige Unruhe ins Team gebracht. 1, 2 Spieler nicht mitgenommen. El Mala zum Beispiel, wo ich sage, okay, muss man eigentlich belohnen für die Leistung, die er spielt. Okay. Stattdessen nimmt er 1, 2 mit, die so eher Altherren sind. Ich bin jetzt nicht so super optimistisch. Wir lassen uns gerne vom Gegenteil überzeugen. Ja, wir freuen uns, wenn es anders das kommt. kommt. So. Wir freuen uns über jeden Sieg, aber Ja, würde, Okay. glaube ich, auch ganz gut tun, weil man merkt ja jetzt hier auch nicht so viel von der ausgelassenen Von der Euphorie, ja. Fußball-Euphorie. Und da würde es Ja. wahrscheinlich ganz gut tun. Ja. würde uns gut tun. Ja. Okay, gut, freut mich. Dann, good luck. Vielen Dank, Danke. gleichfalls. زي ما انتم شايفين كده يا جدعان اهو قاعدين في اليوم كله لغايه ما الدنيا ليلت بندور على ناس من الاخر يقولوا لنا او يكونوا فاهمين في الكوره ومتابعين كاس العالم يبقوا اصلا عارفين احنا فين. يعني اللي سالناه بقى وزي ما انت شايف كده بالاجماع معظم الناس متوقعه ان منتخب مصر هيوصل لدور الثمانيه. انا شخصيا متوقع وممكن اكتر كمان. لو انت زي حالاتي او مش زي حالاتي اكتب لي في التعليقات انت متوقع مصر توصل لفين.